Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich hatte gestern und heute auch nochmal ein paar Mal die Frage bekommen, ob es jetzt schon zu spät ist, eine Frage zu stellen für das Video. Gestern, wo ich vorgestellt hatte, dass ich mit Thorsten eine Runde quatschen werde und eure Fragen aufnehmen. Viele Fragen sind hier auch schon gestellt worden und einige habe ich mir auch schon durchgelesen. Ich sag mal so, ihr habt das Wochenende noch gut Zeit. Ich werde erst nächste Woche mit Thorsten zusammen aufnehmen dann, euch noch eine Frage zu überlegen, und ich denke mal so am Sonntag werde ich das Ganze dann mal durchstöbern und mir dann so die besten Fragen raussuchen. Alles kann ich natürlich nicht mit reinnehmen, das ist ganz klar, ne? Aber so die wichtigsten Sachen auf jeden Fall. Beziehungsweise die halt am meisten auch hochgevotet worden sind. Beutegold ist auf jeden Fall ein Thema, was ich merke, was ziemlich viel Anklang findet, sag ich mal. Das sind so Sachen, die werde ich dann am Sonntag, denke ich mal, auswerten. Und deswegen bis dahin habt ihr definitiv noch Zeit teilzunehmen. Ansonsten sind wieder neue Events am Start. Ihr habt es bestimmt schon gesehen, wir haben es ja heute Freitag, das Megafon ist am Ausschlagen, und von Freitag bis Sonntag seht ihr ja, welche Events gerade hier am Start sind. Dann schon die Vorschau auf das nächste Wochenende, und dann haben wir auch schon die Ankündigung des Elevators, der jetzt auch wieder langsam Richtung Oberfläche in Bewegung ist hier. Am Donnerstag, den 25.07. auf F9 und am 25.07. auf allen Servern und am 24.07. auf F9. So wird ein Schuh draus. Ja. Um 16 Uhr startet das Ganze, steht jetzt nicht hier, aber es ist immer so, 16 Uhr geht das Ganze auf, und da können wir wieder ein bisschen durchgrinden. Ich bin gespannt, wie weit wir diesmal kommen, vor allen Dingen auf W50 bin ich sehr gespannt. Ob wir da auch wieder Platz 3 uns einheimsen können, so wie wir das letztes Mal geschafft haben tatsächlich, wird ziemlich spannend. Auf jeden Fall werden wir da definitiv reingehen. Mal gucken, ob ich da schon auf F9 an dem Tag, ich weiß gar nicht, welcher Tag das ist tatsächlich, streamen werde oder nicht. Auf jeden Fall werden wir das Ganze auch uns mal so ein bisschen zu Gemüte führen. Ne? Elevator natürlich immer sehr geiles, ein sehr geiles Gilden-Event meiner Meinung nach, und kann man definitiv mal machen. So, ansonsten schauen wir mal kurz, wir befinden uns hier gerade auf EU13, wir gucken mal ganz kurz, was was der neueste Server hier so macht. Es hat sich jetzt nicht viel geändert, sag ich mal. Also der Name Zuzi ist immer noch auf Platz 1 mit weitem Levelabstand, wie ich sehe, und das als Magier. Chapeau. Ist nicht verkehrt auf jeden Fall. Sonst ist man ja gewohnt, dass man eher so einen Dämonenjäger weit vorne hat. Oder wir hatten uns ja in der letzten Folge auch angesehen, sehr interessant, dass ein Großteil der Spieler hier auf dem Server tatsächlich Nekromant spielt. Davon in den Top-Rängen allerdings gar nicht so viel zu sehen ist. Ja, das fand ich sehr kurios. Hier und da sieht man mal ein paar vereinzelt, aber ansonsten tummeln die sich wahrscheinlich dann eher ein bisschen weiter unten, sag ich mal. Ne? So, wir führen uns erstmal hier noch den Pot zu Gemüte, und es sieht wohl so langsam danach aus, dass ich hier auf dem Server aus der Gilde wahrscheinlich rausfliegen werde. Ich hatte es ja anfangs auch schon erwähnt gehabt, dass ich dem Niveau, welches die Gilde hier hat, nicht lange standhalten werde. So die Anfangstage auf jeden Fall, klar, aber mir war schon bewusst zu dem Zeitpunkt, wo mehr verlangt wird von der Ritterhalle her, dass ich da wahrscheinlich dass das wahrscheinlich der Zeitpunkt sein wird, wo ich einknicken werde, beziehungsweise wo ich halt aus der Gilde rausfliegen werde. Und ich wurde schon angeschrieben gehabt, ob ich die Ritterhalle nicht schon noch ein bisschen höher ziehen kann, weil ich bin natürlich ein bisschen Last, ein Klotz am Bein, sag ich mal, mit meiner 7er Ritterhalle hier. Ich hatte auch schon zurückgeschrieben gehabt, werft mich bitte jederzeit raus, wenn hier bessere Leute als ich am Start sind, weil ihr seht, ich bin jetzt hier der Lowste von der Ritterhalle her, und das hängt halt einfach damit zusammen, weil ich halt auch auf dem Server jetzt nicht so die Festung so unglaublich krass spiele. Dazu muss man dann halt eben eine Kaserne hochknallen und sich die ganze Zeit Angriffe hin und her traden. Und das ist mir wirklich leider zu zeitintensiv dafür, dass ich hier nicht tryhard auf dem Server spiele.
Ne? Und deswegen wusste ich, okay, Arena Manager, ja, gut, das fällt jetzt nicht so schnell auf, sag ich mal, aber die Gildenanforderungen, klar, die hast du natürlich alle auf einen Blick und die sind natürlich dann halt auch, ja, die fallen halt als erstes ins Auge dann, vor allen Dingen, weil es halt auch, weil es Gemeinschaftsverbesserungen sind und jetzt nicht so wie der Arena Manager, ja, wo du halt selbst jetzt entweder dran schuld bist oder halt eben nicht so, ne? Und ja, deswegen wird es wahrscheinlich bald relativ zeitnah passieren, dass ich aus der Gilde rausfliegen werde. Da werde ich mir dann erstmal noch eine neue Gilde suchen, denn auf dem Server hier. Mal schauen. Entweder über den Gildenfinder oder, ja, weiß ich nicht. In der Vergangenheit ist es so gewesen, dass, wenn ich aus einer Gilde rausgeflogen bin, dass ich dann nochmal ein paar neue Einladungen bekommen habe. So oder so werde ich auf jeden Fall nochmal einer neuen Gilde beitreten. Die wird dann wahrscheinlich ein bisschen lower sein ja, vom Durchschnittslevel her, beziehungsweise halt nicht so weit wie diese jetzt hier. Und dann wird es wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, dass ich der Gilde dann guten Support bieten kann und meine Ausbauten dann wieder hochjage und dann halt eben, ja, da so lange drinne bleibe, wie ich halt eben dort auch gebraucht werde. Früher oder später bin ich hier nachher komplett inaktiv auf dem Server. Das war jetzt in der Vergangenheit auch so gewesen. Aber wenn ich so meine Ausbauten so auf, keine Ahnung, ja, 300 oder was weiß ich, irgendwie so hochjage, Gold und Erfahrung, ne, dann können halt einige Gilden davon profitieren, die halt eben noch nicht so viel ja, an Dings haben, an Gildenboni, und das ist natürlich dann eine schöne Sache, wenn man da auch ein bisschen helfen kann, auf jeden Fall irgendwie, ne? Ja, Freunde, ansonsten hätte ich ja ganz gerne noch geschafft, ein paar Level hier zu grinden, bis, ich hatte gerade gemerkt, ich hatte bei der Hexe geguckt gehabt, aber, achso, wir haben ja auf dem anderen Server haben wir ja Hexen-Event. Hier, um Hexen-Event freischalten zu können, müssen wir halt erst die Verzauberung freigeschaltet haben, und das ist momentan noch nicht der Fall. Genau, ich hätte ganz gerne noch ein paar Level gehabt bis zum nächsten Epic-Event. Wir haben es ja in der News gelesen, dass denn nächstes Wochenende es schon wieder soweit ist. Ich sehe für mich persönlich hier aber jetzt gerade keinen weiteren großartigen Progress. In der Lichtwelt bin ich stuck. Das Einzige, was man nächstes Wochenende erst machen könnte, ist halt eben sich die Epics zu sichern für die Begleiter, weil die habe ich ja freigeschaltet, ne? Aber noch nicht equipped. Und ja, das wäre jetzt in meinem aktuellen Status so der nächste Schritt, den man machen müsste. In der Lichtwelt, seht ihr ja, komme ich jetzt nicht mehr großartig weiter. Wirbelwind wird nachher auch schwierig, Märchenturm geht gar nicht, das heißt Schattenwelt. In der Schattenwelt wäre jetzt einiges zu holen. Bis dahin müsste ich aber halt, wie gesagt, meine Begleiter equippen, und dann ist es nachher hier ein Selbstläufer. Ne? Dann bekommst du auf jeder Etage ein Epic, und dann kannst du die Begleiter ganz gut equippen. Dann geht es wieder weiter. Ne? Aber bis dahin ist halt momentan gerade Flaute bei mir. Ne? Ich kriege jetzt auch aus den Waffenladen jetzt nicht so die absolut heftig neuen Sachen, weil meine okay, ich sehe gerade, die ist ja gar nicht so. Eieiei, plus 82 schon wieder. Ich habe gedacht, meine Waffe ist relativ aktuell, die Epic-Waffe, die ich habe, aber die ist ja gar nicht so aktuell. Also ich glaube, da lohnt sich das an meiner Stelle nochmal, wenn wir hier eine gute Spanne finden, also eine richtig gute Spanne, nochmal irgendwie die Waffe vielleicht zu wechseln. Boah, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, ich bin auch ehrlich, hatte jetzt auch nicht mehr großartig nachgeschaut gehabt, dass da noch was geht, aber wenn ich mir so die Stat-Punkte, ja gut, hier haben wir Geschick, aber die Spanne, da habe ich auch schon deutlich Besseres gesehen, gerade jetzt in der kurzen Zeit. Ja, vielleicht geht hier doch noch was. Also wenn wir jetzt hier, okay, 507, 395 mal 1,5 haben wir. Okay, wir können fast 600 finden rechts raus. Oh, da ist eigentlich noch deutlich mehr Potenzial machbar. Ja, dann gucken wir nochmal ganz kurz. Eventuell kriegen wir es ja noch hin, einen Gegner zu besiegen bis zum nächsten Epic-Event. Also, ja, doch. Ich glaube, da geht was. Die Spanne ist ja leider noch schlechter. Ich befürchte, dass wir schon mit die beste Waffe jetzt weggeblättert haben.
Aber vielleicht haben wir nochmal ein bisschen Glück. Wir kriegen unverschämt viele Stärkewaffen, fällt mir auf. Ja, und hier ist überall die Spanne leider nicht so gut. Das Ding ist halt, wenn wir jetzt, also jeden Gegner, den wir jetzt nochmal in der Lichtwelt besiegen, der gibt uns halt nochmal 2 Level, ne? Und das ist halt sehr gut fürs kommende Epic-Event. Okay, hier, Spanne, absolut, die ist sehr gut, die Spanne, aber leider halt nicht meine Attribute, die ich brauche. Boah, hier auch Glück drauf, da ist leider auch nicht so geil. Wäre hier Intelligenz, Ausdauer gewesen, Geschick, Ausdauer hätte ich die genommen, weil die Spanne war eigentlich fast perfekt. Okay, mal gucken, wir brauchen nochmal so einen Glücksgriff. Guck mal, hier ist die Spanne wieder deutlich schlechter. Und da war Geschick drauf. Boah, ja, fuck, Alter. Ich glaube, viel besser wird's nachher nicht mehr, ne? Oh, das wäre es jetzt gewesen. Denn jetzt hier nochmal eine bessere Waffe. Ich guck mal ganz kurz, was die Edelsteine machen. Vielleicht bevor ich aus der... Boah, geil. Aus der Gilde fliege, vielleicht nochmal ein paar Edelsteine skippen. Haben wir... Ne, wir haben leider kein... Wir haben kein Dings-Event. Kein fester Festungs-Event. Das wäre nochmal gut gewesen. Dann hätte ich... Warte mal. Achso, warte mal. Erstmal sockeln. So. Jetzt den Stein rein, zack. Dann, ja, bevor ich hier rausfliege, also ich werde ja wahrscheinlich rausfliegen, wäre es, glaube ich, nochmal klug, ein paar neue Steine sich zu holen. Ja, einfach nur, damit man aktuelle Steine am Start hat. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz. Eben gerade sahen die Tries überhaupt nicht gut aus. Jetzt schauen wir mal ganz kurz rein, wie es jetzt aussieht. Neue Waffe, neues Glück. Wir tauschen zwar ein bisschen Ausdauer und halt eben Glück gegen mehr Intelligenz und eine deutlich höhere Spanne. Und ihr seht, das lohnt sich auf jeden Fall, meine Freunde. Also da auch gut und gerne mal eine Epic-Waffe austauschen, wenn ihr seht, okay, da geht auf jeden Fall was. Und es war an der Stelle die richtige Entscheidung. Und ja, ihr habt ja gesehen, wie einfach das jetzt im Verhältnis war im Vergleich zu vorher. Ja, und eventuell kriegen wir die Tage jetzt auch noch die nächsten Gegner down. Mal schauen, wie es wird, aber es sieht erstmal gar nicht so verkehrt aus. 160 wären wir, wenn der jetzt fallen würde. Ja, wir geben ihm noch ein paar Tries, aber sehr viel mehr will ich hier nicht mehr rein investieren. Wir haben ja jetzt schon, also ne, mehr als ich auf jeden Fall gedacht hätte. Wir können jetzt im Wirbelwind wieder ein bisschen was anrichten, ne? Aber ansonsten, ja, die Hauptgegner hier sind halt in der Lichtwelt, ne? Da hast du halt das meiste, was du rausholen kannst hier. Ja, danach haben wir wieder jemanden mit einem Epic. Das wäre natürlich geil. Boah, 160, sehr schöne Sache. Okay, da haben wir einen Magier. Ich glaube, der wird erstmal auch krachen. Aber wir haben jetzt 4 Level gemacht auf ganz spontan. Auf ganz spontan. Ja, gucken wir uns mal ganz kurz den Try nochmal an. Und dann würde ich sagen, war das doch ein guter Abschluss für die heutige Folge. Ja, nochmal ein bisschen hier auf schnelle Welle nochmal ein paar Level gegrindet. Dank der neuen Waffe. Zum Glück habe ich nochmal nachgeschaut. Ich habe echt gedacht, ich habe eine einigermaßen aktuelle, aber dadurch, dass ich halt so viele Level gemacht habe in so kurzer Zeit, ja, durch das letzte Epic Event ist das schon wieder komplett outdated. Naja, das soll es aber soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.